Anime Winter Season 2025 ist vorbei und mit über 50 Titeln gab es reichlich an Stoff zu sehen. Noch ein Stück, noch ein Stück. Okay, genau hier. Dank meines Superzeitmanagements habe ich nur eine Hand davon schauen können, aber dafür seid ihr da. Wir hatten Sister Leveling, Power Ranger à la Isekai, Dragon Ball GT 2.0. Verstehe bitte, 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 dass meine Freundinnen mich wirklich lieben. Wie versklave ich meine Arbeiter, die Mappa-Doku, Dr. House Waifu Edition und vieles mehr, was wieder ein wahrer Gaumenschmaus für uns war. Aber genug des Intro. Hier sind die 10 besten Anime laut MyAnimeList und Crunchyroll, die uns in der Winterseason am meisten begeistert haben und abgeschlossen wurden. Sorry, du gehörst nicht in diese Kategorie. Danmachi geht mit seiner neuesten Staffel in die 5. Runde und das scheint den Fans zu gefallen, genauso wie mir. Die Actionserie mit Bell, seinen Freunden und den mythologischen Göttern schafft es in die Top-Platzierung. Aber wartet! Dies schafft auch eine Slice-of-Life-Story. Crunchyroll setzt auf The Honey Lemon Soda, die in dieser Season leise ihre süße, liebliche Romanze startete und gewann mit Highschool-Drama die Herzen der Zuschauer. Für welche Serie würdet ihr euch entscheiden? Nicht nur Danmachi kommt mit seiner 5. Staffel in die Top-Platzierungen. Fans haben auf eine weitere Anime-Fortsetzung der dämonischen Serie Ao no Exorcist nicht aufgegeben und werden somit mit Platz 9 belohnt. Die erste Staffel war 2011? Puh, wahre Liebe, Leute. Crunchyroll besetzt auch den nächsten Platz mit einem neuen Anime. Senshou ist das Originalwerk von Mappa, welches auch ich mir einfach anschauen musste. Das Studio Mappa ist auch für seine unglaublichen Werke bekannt und somit war das Potenzial dieser Serie endlos. Warte, ist das ein Isekai? Ironischerweise handelt die Geschichte von einer Animatorin, die unter Mappa-Bedingungen arbeiten muss und dadurch, naja, wer weiß, der weiß. Hä? Ja, ich bin noch da. Ihr habt richtig gesehen und ja, selbst mir verschlägt es die Sprache. Sowohl mein Animalist als auch Crunchyroll sind sich wohl einer Meinung, dass dieser Titel auf ihren Platz 8 gehört. Denn die zweite Staffel von The 100 Girlfriends Who Really, 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 Really Love You, so lautet der Titel wirklich, Leute, ist wohl ein Must-Watch für alle Fans der Harem-Genre. Prost auf diesen verrückten Anime und auf all die Leute, die ihn schauen. Ihr macht die Gesellschaft bestimmt stolz, genauso wie ich es tue. Auf Platz 7 sehen wir einmal links die Wissenschaft versus rechts die Shonen Power, aka Nostalgie. Während ich mit jeder weiteren Staffel von Dr. Stone immer mehr den Faden verlor, ich meine, kurz schaue ich weg und plötzlich spielt die Story plötzlich ganz woanders, kam für mich Dragon Ball Daima genau richtig. Dragon Ball Daima traut mich wieder einmal mit der Nostalgiekeule und dass es das letzte Werk des Autors Akira Toriyama war, macht es mir nicht leichter, meine Tränen zurückzuhalten. An dieser Stelle danke Toriyama Sensei für diese unglaubliche Kindheit. Habt ihr schon mal was von dem romantischen Sportanime Blue Box gehört? Also ich schon. Japan. Wie sehr hätte ich gerne diese Serie geschaut, doch blieb uns Crunchyroll schauen dies leider verwehrt. Vielleicht sähe dann auch Crunchyrolls Top 10 anders aus. Jedoch könnte unsere andere Serie auf Platz 6 nicht gegensätzlicher sein. ReZero schafft es die Fans mit seiner 3. Staffel und all dem Traumata immer noch zu begeistern. Applaus. Was sagt ihr? Ist die Platzierung zu hoch oder zu niedrig? Geistergeschichten und Hightech. Mal ehrlich, wer träumt nicht davon, dass die Full Dive VR-Technologie Wirklichkeit wäre? Anscheinend bin ich nicht der Einzige, denn Shangri-La Frontier schafft es mit seinem schrägen, vogelköpfigen Protagonisten, den 5. Platz bei MyAnimeList zu belegen. Und während ich kaum die leiseste Ahnung habe, worum es in der 2. Staffel der Horror-Mystery-Serie Mein Schulgeist Hanako geht, hattet ihr beim Voten ganz sicher eure Gründe. Na, habt ihr den Anime geschaut? Schlittschuhe vs. Schwertkämpfe. In derselben Season schaffen es tatsächlich gleich 2 Sportanimes in die Spitzenliste. Umso enttäuschter bin ich, da ich mir Medalist nicht anschauen konnte und deshalb kaum etwas dazu sagen kann. Wer weiß, warum dieser Titel auf Platz 4 gelandet ist? Schreibt es in die Kommentare. Dafür lief die 2. Staffel von Rurouni Kenshin auf Crunchyroll anscheinend wild umher, womit es somit den 4. Platz belegte. Vielleicht ist der eine oder der andere von euch ja auch aus der Zeit des Originals hier. Bevor wir zu den Big 3 der Winterseason kommen, sind hier von mir noch ein paar lobende Erwähnungen der Animes, die es nicht in diese Top 10 geschafft haben. Eine wundervolle und gelungene Umsetzung der Story und definitiv besser als die Ecchi-Manga-Vorlage, die ihr euch lieber nicht anschauen solltet. Ich warne euch, ihr werdet die trotzdem anschauen, oder? Was? Der Anime geht noch weiter? Wer will nicht gerne etwas über die Insel Okinawa erfahren? Der Traumspot für die Urlaubszeit in Japan. Dieser Anime hat sich mit seiner wunderschönen, erfrischenden Atmosphäre einen Platz im Herzen verdient.
Was soll ich sagen? Ich mag Power Rangers. Und ich mag den Red Ranger. Dr. House in Anime Girl Edition. Ja, das war's. Wirklich. Kommen wir nun zu den Top 3. Natsuki Subaru. Dieser Kerl schafft es zwar mit seiner Serie bei Crunchyroll auf Platz 6, doch dies reicht ihm nicht und somit erkämpfte er sich auf MyAnimeList den 3. Platz. Falls ihr euch diesen Titel noch nicht angeschaut habt, seid froh darüber und schreibt es euch auf eure Watchlist auf. Aber Vorsicht, dieser Titel hat nicht umsonst den 3. Platz erhalten. Neben den ach so süßen Charakteren entpuppt sich diese Serie als ein verstörendes Erlebnis, voller brutalen Szenen, die euch sprachlos machen werden. Aber auch atemberaubende Animationen und tiefgründige Dialoge sind nicht zu kurz gehalten. Gore, Verzweiflung und epische Charakterentwicklung, das ist ReZero. Während Dr. Stone bei MyAnimeList auf Platz 7 stoppte, katapultierte es sich bei Crunchyroll mit den physikalischen Gesetzen auf Platz 3. Geniale wissenschaftliche Experimente und ein Genie als Protagonisten mit dem gewissen Charme. Wenn ich mir die Beschreibung dieser Serie durchlese, hat es alles, was mich ansprechen würde. Also, gebt dem Video ein Like, damit ich endlich mit dieser Serie anfangen und mit euch darüber reden kann. Und an diejenigen, die die Serie bereits geschaut haben, schreibt mir in die Kommentare, warum Dr. Stone ein Must-Watch-Anime ist, denn ich weiß, dass dieser Anime Platz 3 absolut verdient. Wissenschaft wird in dieser Season ganz groß geschrieben. Wer hatte sich nicht einmal den Gedanken gemacht, dass die Erde im Mittelpunkt steht? Genau darum geht es in Orb on the Movement of Earth. Menschlicher Wissensdrang, Verschwörung und heilige Ansichten. Orb, oder auch Chi genannt, ist intelligent erzählt, tiefgründig, spannend und emotional ergreifend. Auch wenn wohl viele diese Serie in Deutschland nicht gesehen haben, bin ich mir sicher, dass es den 2. Platz verdient hat. Eine Enttäuschung bleibt, dass Crunchyroll sich diesen Hit nicht ergattern konnte und ich somit nicht allzu viel dazu sagen kann, außer dass mir der Anime Chi sogar in Japan empfohlen wurde. Noch nicht genug von Shangri-La Frontier, genauso sahen es auch die Zuschauer auf Crunchyroll. Trotz meiner späten Aufmerksamkeit gegenüber der 2. Staffel war es für mich am Ende einer der besten dieser Season gewesen. Dank der Full-Dive-Technologie schöpft das VR-MMO-RPG-Spiel sein volles Potenzial aus. Klar, ein nackter Kerl mit einem Vogelkopf als Protagonisten mag für manche etwas zu abgedreht wirken, aber dafür gibt es einen guten Grund. Wirklich, die authentische Darstellung der Gaming-Welt, die cleane Animation und die spannenden Quests machen Solo-Level, Shangri-La Frontier zum verdienten Zweitplatzierten dieser Season. Ein absoluter Muss für alle, die Ready Player One mochten oder eine gute Gaming-Serie suchen. Und das Opening einfach ein Banger. Kommen wir nun zum Grande Finale, Platz 1. Oh, Leute, ihr dachtet alle, es wäre Solo-Leveling? Haha, falsch gedacht, naiv. Es ist, meine 100 Freundinnen lieben mich wirklich. Okay, wem mache ich hier was vor? Es ist Solo-Leveling. Woohoo! Solo-Leveling, Arise from the Shadow. Wie die auf den Namen gekommen sind? Kein Plan. Das war's. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Können also unsere Koffer packen, nach Hause gehen und sagen, Solo-Leveling ist mit! Na, wie sieht eure Top 10 Anime Rankinglist für Winter 2025 aus? Gab es ein paar Uneinstimmigkeiten oder wurden eurer Meinung nach welche Serien vergessen? Oder hattet ihr manche Titel gar nicht mal auf dem Schirm gehabt und haben jetzt euer Interesse geweckt? Also, ich bin ehrlich, nachdem ich selbst die Top 10 gesehen habe, ist mir klar geworden, wie viele gute Titel ich verpasst habe und noch anschauen will. Falls ihr beim nächsten Mal auch die Tops aus anderen Plattformen wie Netflix oder Amazon Prime dabei haben wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Einen großen Applaus an die 5%, die sich noch das Video bis hierhin anschauen. Ich wünsche euch nur das Beste. Liked, abonniert, schaltet die Glocke ein und schreibt eure Leidenschaft unten in die Kommentare nieder. Also, bis zum nächsten Video. Bye! Dang, Frühlingsseason hat schon seit 2 Wochen angefangen?